Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und ich habe hier die OM System OM3 Kamera und möchte euch da heute einfach mal ein paar Tipps und Tricks zur Grundkonfiguration mitgeben. Ihr könnt euch das Ganze mal anschauen. Ich werde da den Atomos anschließen und durchs Menü gehen, was ich so als Grundkonfiguration nehme, was für Basiseinstellungen ich da habe. Wenn ihr die Kamera neu habt, dann könnt ihr euch das ja ein bisschen abschauen. Wenn ihr da vielleicht noch nicht so Ahnung vom Olympus bzw. vom OM System Menü habt, dann habt ihr da eine kleine Hilfe. Und ich will euch jetzt auch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Es soll ja hier auch recht zügig weitergehen. Deswegen starten wir doch einfach mal rein ins Menü. Ich schließe den Atomos an und los geht's. Eine erste kleine Hilfe noch: mit den Drehrädern könnt ihr schnell durch das Menü navigieren. Mit dem vorderen Drehrad gelangt ihr durch die Hauptmenüs, mit dem hinteren wechselt ihr durch die einzelnen Seiten. Mit der Menütaste auf der Rückseite der Kamera geht ihr einen Schritt zurück. Bei einem Neukauf sollte die Kamera auf Werkseinstellungen eingestellt sein. Bei einem Gebrauchtkauf setzt ihr am besten erst einmal alle Einstellungen zurück. Ihr findet diese im rosanen Menü auf Seite 6 unter Einstellungen zurücksetzen, initialisieren. Hier könnt ihr nicht nur die Aufnahmeeinstellung zurücksetzen, sondern auch alle Einstellungen initialisieren. Wenn ihr im Live-Bild-Modus auf dem hinteren Display oder im Sucher die OK-Taste drückt, gelangt ihr ins Schnellmenü, wo ihr eine gute Auswahl an Einstellungen findet. Ich möchte euch aber zeigen, wie ihr die wichtigsten Grundeinstellungen im Menü findet und wie ich sie konfigurieren würde. Lasst uns also erstmal ins erste Menü auf Seite 1 gehen. Sobald ihr später alle eure Einstellungen vorgenommen habt, könnt ihr diese mit dem Anwendermodus C1 bis C5 speichern und mit dem oberen Drehrad schnell wieder aufrufen. Um Fehler zu vermeiden, ist es zunächst wichtig, die Speicherkarte in der Kamera zu formatieren, denn ihr werdet nicht glauben, wie viele Probleme auftreten können, wenn die Speicherkarte nicht richtig formatiert ist. Geht dafür ins rosa Menü auf Seite 1 unter dem Punkt Kartenformatierung, könnt ihr eure Speicherkarte formatieren. Wichtig dabei natürlich, eure ganzen Daten auf der Speicherkarte sind dann weg, also vorher speichern. Und noch eine kurze Information: Wenn euch eine Einstellung wirklich wichtig ist, könnt ihr diese über die Videoaufnahmetaste oben auf der Kamera zum My-Menü hinzufügen. So habt ihr über das My-Menü immer schnellen Zugriff darauf. Es stehen 5 Seiten zur Verfügung, die euch einen guten Überblick über die gewählte Einstellung bieten. Ihr könnt eine Einstellung auch ganz einfach wieder aus dem Menü entfernen, indem ihr diesen Menüpunkt mit der Aufnahmetaste wieder betätigt und diesen Eintrag entfernen wählt. Nun aber beginnen wir mit der Grundkonfiguration der Kamera. Beginnen wir mit der Bildqualität im ersten grünen Menü auf Seite 1. Normalerweise würde ich empfehlen, RAW zu verwenden und die Fotos später in Lightroom oder einem anderen Bildbearbeitungsprogramm zu bearbeiten. Wenn ihr aber Farbprofile verwenden möchtet, was die Kamera natürlich einige bietet, dann solltet ihr sowohl JPEG als auch RAW verwenden, da diese Farbprofile nur in das JPEG gespeichert werden. Die Profile sind sehr gut und lassen sich individuell anpassen, deswegen würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle auch so ein Profil verwenden. Ich empfehle, die RAW-Dateien neben der JPEG-Datei als Backup zu verwenden, falls ihr eure Bilder weiter bearbeiten möchtet oder falls die JPEG-Dateien euch einfach nicht zusagen. Unter den detaillierten Einstellungen könnt ihr dann noch die Komprimierung der einzelnen Bildgrößen ändern. Ich lasse die aber alle mal auf dem Standardwert. Falls ihr wollt, könnt ihr auf derselben Menüseite auch eine Bildrückschau aktivieren und die Anzeigedauer zwischen 0,3 und 20 Sekunden dafür festlegen. Ich persönlich lasse die automatische Bildrückschau aber immer aus. Mit einem Drücker auf die entsprechende Taste hinten an der Kamera ist die bei Bedarf sehr schnell aufgerufen. Auf Seite 2 würde ich vorerst erstmal nichts ändern. Auf Seite 3 findet ihr dann die Auto-ISO-Einstellung, welche ihr anpassen könnt. Ich empfehle, den Auto-ISO-Wert aufgrund des Rauschen durch den kleinen Sensor auf 6400 zu begrenzen. Wenn ihr eure RAW-Dateien nachträglich entrauschen möchtet, könnt ihr hier natürlich auch noch ein paar Schritte weiter hochgehen oder ihr nutzt dieses Rauschen eben als Bildstil. Die Kamera kann bis zu 50 Bilder pro Sekunde mit Autofokus-Tracking aufnehmen. Da nicht jeder die volle Bildrate benötigt, könnt ihr auf Seite 7 die gewünschte Bildrate in den einzelnen Geschwindigkeitseinstellungen einstellen. Zuerst einmal können wir hier die Betriebsart von Einzelbild auf Serienbild umschalten. Hier gibt es auch den Pro Capture Modus, mit welchem eine Voraufnahme vor dem eigentlichen Auslösen möglich ist. Auch der Selbstauslöser ist hier zu finden. Ich nutze als Standard aber immer die normale Reihenaufnahme.
Wenn ihr viele Fotos in Innenräumen mit künstlichem Licht macht, hilft euch die Anti-Flimmer-Aufnahmeeinstellung. Die ermöglicht es, Banding zu verhindern. Sie kann zwar eine kleine Auslöseverzögerung verursachen, erspart euch aber einige unschöne Bilder bei schwierigen Lichtverhältnissen. Bei den Serienaufnahmeeinstellungen könnt ihr die FPS für die verschiedenen Aufnahmegeschwindigkeiten konfigurieren. Ebenso könnt ihr eine Bildanzahlbegrenzung aktivieren. Das würde ich aber immer auf auslassen, denn man weiß ja nie, was man wirklich noch einfallen möchte und will sich da ja nicht künstlich irgendwie begrenzen. Ihr könnt dort dann auch den ProCap-Modus noch feiner einstellen, also mit welcher Geschwindigkeit aufgenommen werden soll, wie viele Bilder vor dem Auflösen aufgenommen werden sollen und ob ihr auch hier die Anzahl begrenzen wollt. Ihr könnt es hier also nach eurem Belieben festlegen. Unter den Selbstauslöser-Einstellungen könnt ihr wie überraschend den Selbstauslöser konfigurieren. Auch hier könnt ihr euch alles nach eurem Belieben einstellen. Auf Seite 8 könnt ihr dann noch den Bildstabilisator konfigurieren. Hier empfehle ich für den Anfang aber erstmal alles auf den Standardeinstellungen zu belassen. Im ersten lilanen Menü findet ihr die computergestützte Fotografie. Darüber habe ich ein eigenes Video gemacht, was ich euch jetzt einfach mal oben verlinke, und in der Beschreibung mache ich auch noch einen Link rein. Dort zeige ich euch, was damit alles möglich ist. Schaut euch es einfach mal an, wenn es euch interessiert. Das will ich hier jetzt nicht nochmal alles ausführlich besprechen. Im zweiten lilanen Menü findet ihr dann die Intervallaufnahme, welche ihr auch hier ausgiebig konfigurieren könnt. Von der Anzahl der Einzelbilder über die Zeit bis zur Videoauflösung findet ihr dort alles und könnt es nach eurem Belieben konfigurieren. Auf der dritten Seite findet ihr dann noch die verschiedenen Belichtungsreihen. Die kann ich euch jetzt leider nicht detailliert darstellen, da man sie mit aktivem HDMI nicht nutzen kann. Als nächstes konfigurieren wir den Autofokus im grünen AF-Menü. Die Kamera verfügt über eine starke Autofokus-Performance und die wollen wir natürlich auch nutzen. Auf Seite 1 können wir den kontinuierlichen Autofokus aktivieren. Normalerweise fotografiere ich immer im kontinuierlichen Autofokus und würde diesen auch immer als Standard konfigurieren. Dort findet ihr auch noch die Einstellung für den Sternenhimmel AF, wichtiger aber noch die Auslösepriorität. Der Einzelbild AF hat nämlich Fokuspriorität. Das heißt, die Kamera wartet immer, bis fokussiert wurde und löst dann aus. Beim Serienbildmodus ist es nicht so. Ich bevorzuge aber auch im Serienbildmodus scharfe Bilder gegenüber der Geschwindigkeit. Deshalb stelle ich die Fokuspriorität auch für den kontinuierlichen Autofokus ein und somit die Auslösepriorität auf Aus. Die Kamera hat eine sehr gute Motiverkennung und auch das Tracking ist hervorragend und das wollen wir natürlich ausnutzen. Wir finden das auf Seite 2 vom AF-Menü. Aktiviert die Motiverkennung und stellt sie auf das gewünschte Motiv ein, zum Beispiel Mensch oder Tier. Bei mir ist eigentlich standardmäßig immer Mensch eingestellt. Auf der dritten AF-Seite könnt ihr das AF-Hilfslicht bei Bedarf deaktivieren. Manchmal möchte man einfach niemanden mit dem kleinen Licht stören. Ich habe es bei mir deshalb auch immer deaktiviert. Auf Seite 4 vom AF-Menü könnt ihr die Autofokusempfindlichkeit noch weiter genauer einstellen. Ich würde aber auch erstmal alles auf Standard lassen. Und auf Seite 5 gibt es die ganzen Einstellungen dann auch noch für den Videomodus. Gehen wir weiter auf Seite 6. Hier habt ihr dann die Möglichkeit, verschiedene AF-Zonen einzustellen und auch zu konfigurieren. So könnt ihr hier verschiedene Zonen aktivieren oder deaktivieren, aber auch komplett eigene Zonen erstellen. Von der Zone bis zu den Messfeldern ist hier alles einstellbar. Vergesst nur nicht, eure Konfiguration dann später mit OK zu speichern. Auf Seite 7 stehen euch dann noch einige Tools zur manuellen Fokussierung zur Verfügung. Unter MF Assistent könnt ihr dann zum Beispiel einstellen, ob eine Vergrößerung angezeigt werden soll oder ob ihr Focus Peaking aktiviert haben möchtet. Unter Focus Peaking Einstellungen könnt ihr dann auch noch die Farbe und die Intensität davon einstellen. Weiter unten im Menü könnt ihr dann auch noch die Drehrichtung des Fokusrings ändern. Im orangenen Videomenü könnt ihr dann alle Einstellungen auch noch für den Videomodus vornehmen. Wichtig ist hier der Punkt Foto-Video, verschiedene Einstellungen. Hier könnt ihr einstellen, welche Werte vom Fotomodus in den Videomodus übernommen werden sollen oder eben auch nicht. Im gelben Einstellungsmenü auf Seite 1 könnt ihr dann die Tastenbelegung für den Foto- und Videomodus noch ändern. Ihr könnt hier fast jede Taste nach euren Wünschen konfigurieren. Unter den Einstellrad-Einstellungen könnt ihr dann dasselbe auch noch für die Einstellräder vornehmen und für jeden Modus konfigurieren. Bei Bedarf könnt ihr auch den FN-Schalter konfigurieren, um beispielsweise die Kamera damit ein- und auszuschalten. Auf Seite 3 könnt ihr die Bildrate des Suchers erhöhen, um schnell bewegte Motive besser verfolgen zu können. Beachtet jedoch, dass dies eben auf den Akku geht. Ich habe die höhere Bildrate jedoch immer aktiviert, weil ich nie weiß, was ich gerade verfolgen will. Ich kann euch die Einstellung leider nicht direkt zeigen, da ich den Rekorder angeschlossen habe und es dann mal wieder ausgegraut ist. Auf Seite 4 könnt ihr unter Info-Einstellungen zum Beispiel die elektronische Wasserstoffsäule
Wasserwaage aktivieren und deaktivieren. Diese könnt ihr dann für die entsprechende Infoansicht auswählen und einstellen. Und Gitterlinien sind meiner Meinung nach sehr hilfreich und sollten in einer Kamera für eine bessere Bildkomposition immer aktiviert sein. Die Einstellung für Gitterlinien findet ihr auf Seite 5 im gelben Menü. Dort findet ihr verschiedene Gitterlinientypen und könnt diese auch noch in der Farbe anpassen. Das geht für den Foto- und eben auch für den Videomodus. Unter CP-Tastenkonfiguration könnt ihr die CP-Taste konfigurieren. Mit der CP-Taste könnt ihr ganz einfach zwischen den verschiedenen CP-Modi wie hochauflösende Aufnahme oder Live-ND und so weiter wechseln. Haltet die Taste einfach gedrückt und wählt mit dem vorderen oder hinteren Rad euren CP-Modus aus. Auf Seite 3 im rosanen Menü könnt ihr dann noch den Fokuston ausschalten. Ich mag die Geräusche von der Kamera allgemein nicht und stelle so gut wie alle aus und finde es manchmal auch echt ein bisschen störend. Deswegen deaktiviere ich hier den Ton natürlich auch. Auf Seite 5 findet ihr die Energiespareinstellung. Ich nutze den Ein- und Ausschalter normalerweise relativ oft, weshalb ich die eigentlich alle deaktiviere oder ich stelle sie auf eine relativ hohe Stufe. Und zum Schluss noch ein relativ wichtiger Punkt. Auf Seite 6 findet ihr in der dritten Zeile die Spracheinstellung. Unabhängig von der gewählten Sprache findet ihr diese Einstellung immer an diesem Punkt. Wenn euch also jemand mal die Kamera auf eine komplett unverständliche Sprache stellen sollte, dann könnt ihr hier das immer wieder zurückändern. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich für euch, sodass ihr die ersten Schritte mit ein bisschen Hilfe machen konntet. Wenn es so war und euch das geholfen hat, dann lasst mir doch einfach ein Like da. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen. Dann versuche ich das so gut wie möglich zu beantworten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Kamera und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Like und Abo nicht vergessen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.